Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Konrad-Adenauer-Stiftung. Beginnen wir doch Teil 2 unserer Doppelfolge zu den deutsch-belarussischen Beziehungen mal mit einem direkten Vergleich unserer beiden Länder. Belarus ist flächenmäßig etwa so groß wie die alte Bundesrepublik ohne Baden-Württemberg. Die Einwohnerzahl entspricht hingegen ungefähr den sogenannten neuen Ländern ohne Berlin und Sachsen-Anhalt. Die Bevölkerungsdichte von Belarus ist damit etwa so hoch wie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Und der ist ja einer der am dünnsten besiedelten Landkreise in Deutschland. Spannenderweise sind sich die beiden sogar landschaftlich und von ihrem Umriss her verdächtig ähnlich. Hashtag Deutschlands Little Belarus? Sachsen-Anhalt und Belarus verbindet ein etwa gleich hohes Bruttoinlandsprodukt und auch unsere beiden Hauptstädte können sich miteinander messen. Beide sind voll von Plattenbauten und Hipster-Cafés, haben in der Mitte eine prominente Karl-Marx-Straße und ausrangierte T-34-Panzer auf Denkmalsockeln. Drumherum ist jeweils eine Ringbahn. Während die Minsker M9 allerdings einen fast perfekten Kreis beschreibt, sieht Berlins sogenannter S-Bahn-Ring doch ziemlich verbeult aus, eher wie ein Hundekopf. Außerdem sind beide Städte umgeben von Kiefern, Birkenwäldern und Seen. Der alte Adenauer sagte ja mal, dass schon östlich vom Rhein die sibirische Steppe beginnt. Wissenschaftlich gesehen war das wohl nicht der objektiv schlauste Satz, der jemals über seine Lippen kam, aber bei Flora und Fauna gibt es tatsächlich, sagen wir mal ab der Elbe östlich, eine nicht ganz zu leugnende Geländegleichförmigkeit. Bleibt Baden-Württemberg. Das Ländle und die Weiße Russ haben sogar eine ganz besonders schöne Gemeinsamkeit, nämlich die Anzahl von jährlichen Eheschließungen. Mit 50.400 Ja-Worten liegen sie bis auf das Brautpaar gleich auf. Und es kommt sogar regelmäßig vor, dass sich Deutsche und Belarussen gegenseitig die Ringe anstecken. Wie funktioniert das? Fragen wir doch mal bei den Profis. So, wir sind die Experten für deutsch-belarussische Beziehungen. Warum funktioniert das so gut? Alicia? I don't know. Also ist es schlimm, mit einer Slawin, mit einer Belarusse zusammen zu sein? Noch lebe ich, also nach 11 Jahren und meine Leber funktioniert noch und wir können uns immer noch einen Urlaub leisten. Also ich habe Deutsch studiert in Belarus und da hat man uns auch beigebracht, dass wir auf jeden Fall unterschiedlich sein müssen. Ich kann sagen, die Deutschen sind tatsächlich sehr pünktlich und sehr ordentlich. Ich bügele meine Hemden selber und diesen Stereotyp behält sie auch gerne bei. Und die Deutschen essen ganz viel Kartoffeln. Потому что мы так любим бульбу и смачно поесть. Da смачно поесть, viel essen und vor allem viel Fleisch. Abends immer zusammensitzen, immer Wodka trinken. І дача. І лепше за все, конечно, гэта на даче. Genau. Die Schrebergarten. Genau. Und natürlich, weil Deutsche und Belarussen so wenig Humor haben. Правда? Da aber schon nicht. Kein Humor. Na, wenn das nicht mal einigende Eigenschaften sind. Bratwurst, Bier und böse gucken. Könnte doch eigentlich direkt das Jubiläumsmotto werden für 30 Jahre diplomatische Beziehungen. Nicht aber erst seit deren Startschuss im Jahr 1992 ist ein weites Netz an Partnerschaften und Kontakten zwischen unseren Ländern gewachsen. In Minsk gibt es heute ein deutsches Begegnungszentrum, eine Geschichtswerkstatt, einen deutschen Wirtschaftsclub, etwa 150 deutsche Firmen sind in Belarus aktiv. Und auch 35 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe verbinden die damals geknüpften Patenschaften deutsche und belarussische Familien oft schon in der nächsten Generation. Überhaupt sind Menschen natürlich die wichtigsten Brücken zwischen unseren Ländern. In Belarus leben heute ca. 3000 Deutsche. So viele Belarussen gibt es alleine in Berlin. In ganz Deutschland sind es etwa 25.000, Stand vor der Krise von 2020. Viele mehr sind es aber auch seither nicht geworden. Deutschland steht, wohl nicht ganz zu Unrecht, in der Kritik, dass wir nach der gefälschten Präsidentschaftswahl und der ungekannten Welle an Gewalt nur etwa 70, also in Worten 7-0, humanitäre Visa vergeben haben, verglichen mit über 6.000, die Polen vergeben hat. Deutlich großzügiger waren wir immerhin bei den Schengen-Visa. Und darin hatte die deutsche Botschaft in Minsk ja auch bereits gute Übung. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden ganze 209.893 Schengen-Visa an Belarussen ausgestellt. Diese Jahre sind rückblickend schon sowas wie eine kleine Blütezeit gewesen. Denn sonst waren unsere zwischenstaatlichen Beziehungen seit der Wende eher ein permanenter Rollercoaster.
In Erinnerung geblieben ist zum Beispiel Außenminister Guido Westerwelle, der sich 2008 zusammen mit Polen sehr für eine Annäherung eingesetzt hatte. Der Traum, dass Belarus demokratischer werden und sich dem Westen ein bisschen annähern könnte, platzte aber 2010 unter Schlagstöcken im Crackdown nach einer gefälschten Präsidentschaftswahl. Westerwelle schimpfte Lukaschenko einen Diktator, was der auch zugab, aber sagte, er sei, Zitat, lieber Diktator als schwul. Any questions? Aber in den letzten 5 Jahren gab es eben wieder eine starke Annäherung. Abgeordnete, Außenminister und sogar der Bundespräsident machten Besuche, neue Kooperationsprogramme wurden gestartet, eine Historikerkommission und eine strategische Beratergruppe ins Leben gerufen und auch wir als Konrad-Adenauer-Stiftung waren in Minsk gehörig mit von der Partie. Im selben Zeitraum unterstützte die Bundesrepublik die belarussische Zivilgesellschaft, offiziell mit ca. 25 Millionen Euro. Jetzt kann man sich streiten, ob das viel ist oder nicht. Immerhin entspricht das, gemessen an der Gesamtbevölkerung von gut 9 Millionen, einer Summe, von der sich jeder Belarusse 3 Kugeln Eis kaufen kann. Aber bitte Vanille, Erdbeer und Zartbitter. Süße Grüße vom deutschen Steuerzahler. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen gemein, und einerseits ist Geld ja nicht alles und es gab auch vielfältiges weiteres Engagement über dieses Programm hinaus. Aber trotzdem kann man im Rückblick schon sagen, dass man diese Jahre der Liberalisierung wohl doch auch noch besser hätte nutzen können. Zum Beispiel bei der Wirtschaft. Deutschland ist neben Polen der größte Handelspartner für Belarus in der Europäischen Union. Andersrum liegt Belarus aber nur auf Platz 60 beim deutschen Export und sogar nur Platz 75 beim deutschen Import. Unser Handelsvolumen ist 40 Mal kleiner als mit unserem immerhin ähnlich großen, aber direkten Nachbarn Tschechien. Die letzten Jahre hätte man aber auch schön nutzen können, um einfach mal Urlaub zu machen. Denn Belarus ist vielen Deutschen ja weiterhin komplett unbekannt, obwohl es eigentlich für einen Deutschen das ideale Urlaubsland überhaupt ist. Es ist günstig und nah, dass man neben seinem Geldbeutel auch sein ökologisches Gewissen schonen kann. Man muss bei der soliden Kartoffelküche weder Durchfall noch Malaria fürchten und vor allem nicht den Angstgegner eines jeden deutschen Touristen. Denn was fürchtet der deutsche Tourist im Urlaub am meisten? Na klar, andere deutsche Touristen. Und die trifft man in der belarussischen Provinz, sagen wir an der Breslauer Seenplatte, mit hoher Sicherheit nicht. Aber im Moment ist all das natürlich leider komplett auf Stopp. In einem Land, wo Flugzeuge entführt werden und Leute für einen falschen Facebook-Like gefoltert werden können, macht niemand Erholungsurlaub. Auch nicht, wenn es bei ihm zu Hause noch schlimmer aussieht. Denn diejenigen tausenden Menschen aus dem Nahen Osten, die im Moment mit Touristenvisa nach Belarus kommen, wollen ja offensichtlich auch nicht zum Beinebaumeln nach Baranavici, sondern zum Grenzhopping nach Grodno. Und für viele von ihnen wird dieser Ausflug zu einem Horrortrip, wenn nicht gar zu einer Todesfalle. Im Moment ist also nicht abzusehen, wie diese gegenseitige Eskalationsspirale überhaupt durchbrochen werden kann. Deutschland stellt sich unzweideutig auf die Seite derer, die für Demokratie, Rechtsstaat und eine friedliche Verhandlungslösung dieser schweren Krise eintreten. Svetlana Tsikhanouskaya wurde mehrfach in Berlin empfangen, bis hin zur Bundeskanzlerin und zum Bundespräsidenten. Es wurden Patenschaften für politische Gefangene übernommen, Hilfspakete für die Zivilgesellschaft geschnürt, 21 Millionen Euro, also nochmal 3 Kugeln Eis, aber eben diesmal nicht für jeden. Und alle Ampel- und Jamaika-Parteien haben sich Solidarität mit dem demokratischen Belarus in ihre Wahlprogramme geschrieben. Einen Weg zurück zur alten Schaukelpolitik gibt es also nicht. Die gute Nachricht ist aber, all das, was Belarus so schön, so besonders und so interessant macht, ist ja durch diese politische Krise nicht einfach weg. Es gibt sehr viel, woran wir in Zukunft wieder anknüpfen können und wollen und noch viel mehr, was wir neu aufbauen wollen und müssen. Fazit von Geschichte und Gegenwart der deutsch-belarussischen Beziehungen ist deshalb: Die allerschönsten Kapitel liegen noch vor uns. Darum Schluss in der Nuss.
Schluss in der Nuss! Wir sind zwar nicht direkte Nachbarn, doch einander so nah. Keine 2 Stunden mit dem Flieger wärst du eigentlich schon da. Wer wegen Luftpiraterie nicht gerade den Himmelsweg blockiert und Belarus durch seine Krise komplett paralysiert. Doch ewig weitergehen kann diese dunkle Phase ja nicht. Sieht man im Tunnel auch derzeit noch nicht am Ende das Licht. Das Potenzial für unsere Partnerschaft ist wahnsinnig groß. Löst sich die Krise, fällt der Startschuss und die Reise geht los. Unsere Vergangenheit wird bis heute überschattet von Kriegen. Drum glaub ich fest, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Und hoffe, dass wir das eher früher als später erleben. Denn unsere Länder haben einander wirklich vieles zu geben. Wenn zwischen Traum und Wahrheit leider auch eine Riesenlücke klafft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Wir könnten so vieles erreichen mit vereinigter Kraft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft. Potenzialpartnerschaft, Potenzialpartnerschaft. Deutschland, Belarus, Potenzialpartnerschaft.